Der Fall, von dem ich Ihnen heute erzählen werde, ereignete sich im fernen Jahr 1917 in Australien. Dort, an der Nordküste von Sydney, befindet sich ein großes Geschäftsviertel namens Chatswood. In diesem Viertel leben heute etwa 25.000 Menschen. Ein beliebter Erholungsort für die Stadtbewohner ist einer der ältesten Parks, der sich in der Nähe der Moray Road befindet. Dort können die Menschen den Trubel der Stadt vergessen und Zeit inmitten der malerischen Natur verbringen. Dieses Foto wurde in genau diesem Park aufgenommen, aber nicht alle Einwohner von Chatswood wissen, dass vor mehr als 100 Jahren genau an diesem Ort ein Verbrechen begangen wurde, dessen Aufklärung ganz Australien schockierte. Am 2. Oktober 1917 machte sich ein junges Paar aus Sydney zu einem romantischen Spaziergang im Park auf. Die Verliebten verbrachten eine schöne Zeit zu zweit und wollten gerade nach Hause zurückkehren, als die junge Frau plötzlich einen Damenschuh im Gebüsch entdeckte. Sie ging näher heran, schob vorsichtig die Zweige des Gebüschs beiseite und sah eine kleine Lichtung, in deren Mitte sich verkohlte menschliche Überreste befanden. Das Paar meldete den schrecklichen Fund umgehend der nächsten Polizeidienststelle. Bald darauf trafen Polizeibeamte am Tatort ein. Die gefundenen Überreste waren teilweise in der Erde vergraben. Eine Identifizierung der Person war nicht möglich, da ihr Körper durch das Feuer stark beschädigt war. In der Nähe der Überreste fanden die Ermittler eine leere Glasflasche, in der sich Kerosin befunden hatte. Medizinische Experten stellten fest, dass es sich bei der Verstorbenen höchstwahrscheinlich um eine Frau handelte. Außerdem stellten sie fest, dass sie vor 2 Tagen gestorben war. Die Experten gingen davon aus, dass sie etwa 40 Jahre alt war und eine Körpergröße von etwa 160 bis 165 Zentimetern hatte. Zunächst gingen die Polizeibeamten davon aus, dass die Frau ermordet worden war. Die Gerichtsmediziner fanden jedoch keine eindeutigen Anzeichen von Gewaltanwendung an der Leiche. Sie stellten fest, dass die Frau noch am Leben war, als die Flammen ihren Körper erfassten und dass sie an den Verbrennungen gestorben war. Die Ermittler fanden am Ort des Geschehens mehrere Gegenstände, anhand derer die Identität der Frau festgestellt werden konnte. Es handelte sich um Zahnersatz, mehrere Schmuckstücke und Schuhe, die ein ungewöhnliches Design hatten und deutliche Spuren einer kürzlich erfolgten Reparatur aufwiesen. Die Polizei befragte alle örtlichen Zahnärzte, Juweliere und Schuhmacher, konnte jedoch die Besitzerin der Gegenstände nicht ermitteln. Die Informationen über die verstorbene Frau wurden in der Zeitung veröffentlicht und die Polizei erhielt mehrere Rückmeldungen. Es fand sich ein Zeuge, der eine seltsame Frau im Park gesehen hatte. Sie war allein und verhielt sich aggressiv. Sie war unhöflich und beschimpfte Passanten. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass diese Frau sich möglicherweise selbst aus dem Leben geschieden hatte. Schließlich wurden die verkohlten Überreste im Herbst 1917 in einem Sarg mit der Aufschrift »Leiche einer unbekannten Frau« auf dem Rockwood-Friedhof in Sydney beigesetzt. Die Ermittlungen kamen zum Stillstand und wurden nach einigen Monaten zu den Akten gelegt. Der Fall geriet allmählich in Vergessenheit. Aber kehren wir zu jenem schrecklichen Tag zurück, dem 2. Oktober 1917, als die Überreste einer unbekannten Frau im Park gefunden wurden. An diesem Tag kehrte der 15-jährige Harry Burkett von einer Reise nach Hause zurück. Der Stiefvater des Jungen, der 42-jährige Harry Leo Crawford, setzte sich mit ihm an den Tisch und sagte: »Deine Mutter hat sich in einen anderen Mann verliebt und beschlossen, uns zu verlassen. Sie hat darum gebeten, nicht nach ihr zu suchen, da sie höchstwahrscheinlich nach England gehen wird. Aber mach dir keine Sorgen, ich werde mich um dich kümmern.« Harry Jr. vermisste seine Mutter sehr. Die Frau hieß Annie Crawford. Der Junge konnte einfach nicht verstehen, warum sie ihn verlassen hatte, weggegangen war und sich nicht einmal verabschiedet hatte. Es überraschte ihn nicht, dass seine Mutter seinen Stiefvater verlassen hatte. Schließlich hatten sie sich in letzter Zeit oft gestritten und alles deutete auf eine Scheidung hin. Aber der Sohn stand seiner Mutter immer sehr nahe und ihr plötzliches Verschwinden war für ihn äußerst verdächtig. Harry Jr. wartete darauf, dass seine Mutter ihm einen Brief schreiben und sich irgendwie bei ihm melden würde. Doch die Zeit verging und er erhielt keine Nachricht von ihr. Da machte sich der junge Harry Burkett selbst aktiv auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter. Zuerst besuchte er alle Freunde und Verwandten von Annie in Australien, dann begann er, Briefe an Verwandte in England zu schreiben. Aber keiner von ihnen hatte etwas von der Frau gehört.
Sie schien wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Eines Tages schlug Harry Senior seinem Stiefsohn vor, in einen anderen Stadtteil zu ziehen, aber der Junge lehnte ab. Er hatte Angst, dass seine Mutter ihn nicht mehr finden würde, wenn sie plötzlich zurückkehrte. Der Stiefvater zog alleine um. Ihre Wege trennten sich. Im Juni 1920, 3 Jahre nach Annies Verschwinden, wandte sich der mittlerweile 18-jährige Harry Burkett an die Polizei und meldete seine Mutter als vermisst. Er kam zusammen mit seiner Tante, Annies leiblicher Schwester, und berichtete vom seltsamen Verhalten seines Stiefvaters, Harry Crawford. Harry Jr. erklärte, dass er seine Mutter Ende September 1917 zum letzten Mal gesehen habe. Eine Woche nach ihrem Verschwinden habe sein Stiefvater ihn zum Big Rock am Rand von Sydney mitgenommen. Dieser Felsen hatte einen schlechten Ruf. Oft kamen Menschen dorthin, um sich aus dem Leben zu scheiden. Der Stiefvater warf Steine von der Klippe und versuchte auf jede erdenkliche Weise, den Jungen an den Abgrund zu locken, doch Harry Jr. wagte sich nicht an den Rand, da er große Höhenangst hatte. Der zweite seltsame Vorfall ereignete sich eine Woche später. Nachts brachte Harry Senior seinen Stiefsohn an einen unbekannten Ort, führte ihn in die Büsche und befahl ihm, ein Loch zu graben. Der Junge widersprach dem erwachsenen Mann nicht, nahm eine Schaufel und grub die Erde um. Dabei sagte der Stiefvater nicht, wozu er das brauchte. 2 Stunden vergingen, dann fuhren sie schweigend nach Hause. Der dritte Vorfall ereignete sich einige Wochen später. Harry Crawford brachte eine Zeitung mit nach Hause, und da er Analphabet war, bat er seinen Stiefsohn, ihm die Kriminalberichte vorzulesen. Besonders interessierte ihn ein mysteriöser Mord in einem Park in der Gegend von Chatswood. Am meisten beschäftigte seinen Stiefvater die Frage, ob die Polizei den Täter gefunden hatte. Glücklicherweise hatten die Ermittler die Beweise im Zusammenhang mit dem Mord an einer unbekannten Frau, die am 2. Oktober 1917 gefunden worden war, aufbewahrt. Darunter befanden sich Zahnersatz, Schuhe und einige Schmuckstücke. Als der junge Harry sie sah, erkannte er sofort, dass es sich um die Sachen seiner Mutter handelte. Er erinnerte sich sogar daran, wie sein Stiefvater vor ihrem Verschwinden die Sohlen ihrer Schuhe repariert hatte. Der 45-jährige Harry Crawford wurde daraufhin zum Hauptverdächtigen im Mordfall seiner Frau Annie Crawford. Die Polizei ging außerdem davon aus, dass er mindestens 2-mal versucht hatte, seinen Stiefsohn zu töten, dies jedoch nicht geschafft hatte. Die Polizei fand Harry Crawford zunächst nicht. Zu diesem Zeitpunkt lebte er im Haus seiner zweiten Frau Elizabeth. Sie waren bereits seit 9 Monaten verheiratet. Als die Polizei kam, um den Mann festzunehmen, bat er darum, bis zum Prozess in einem Frauengefängnis untergebracht zu werden. Harrys Bitte klang absurd und wurde abgelehnt. Daraufhin enthüllte Crawford das größte Geheimnis seines Lebens, dass er in Wirklichkeit eine Frau war und sein richtiger Name Eugenia Faleni lautete. Eugenia Faleni wurde am 25. Juli 1875 in der Nähe der italienischen Stadt Livorno geboren. Ihre Familie lebte in Armut. Ihr Vater arbeitete als Fuhrmann, ihre Mutter als Schneiderin. 2 Jahre später bekam Eugenia eine Schwester und kurz darauf wanderten ihre Eltern auf der Suche nach einem besseren Leben nach Neuseeland aus. Sie nahmen nur die ältere Eugenia und die Großmutter mit, während sie ihre jüngste neugeborene Tochter in Italien zurückließen. Die Familie Faleni ließ sich in Wellington nieder. Dort wurden Eugenia zahlreiche jüngere Geschwister geboren. Es ist bekannt, dass 3 Kinder noch im Säuglingsalter starben. Die Eltern erwarteten, dass ihre älteste Tochter bei der Erziehung ihrer jüngeren Geschwister helfen würde, doch Eugenia weigerte sich, dies zu tun, sodass die gesamte Verantwortung für die Kinder auf den Schultern ihrer Mutter und Großmutter lastete. Eugenia verbrachte die meiste Zeit in den Stallungen, die dem neuen Ehemann ihrer Großmutter gehörten. Dort kümmerte sie sich um die Pferde. Dort schwänzte sie die Schule und lernte weder lesen noch schreiben. Eugenia entwickelte sich zu einem regelrechten Wildfang. Ihre Stimme wurde rauer. Sie spielte lieber mit Jungen, hatte keine Freundinnen und interessierte sich überhaupt nicht für Puppen oder Kleider. Neben der Arbeit im Stall half Eugenia oft ihrem Vater, der mal als Fuhrmann, mal als Fischer arbeitete. Das Mädchen schnitt sich die Haare kurz und begann Männerkleidung zu tragen, denn so konnte sie viel bequemer arbeiten. Es ist bekannt, dass Eugenia als Teenager in einer Ziegelei arbeitete.
Sie war wie ein Junge gekleidet, aber alle wussten, dass sie ein Mädchen war und junge Männer schenkten ihr Aufmerksamkeit. Eugenia wurde älter und hatte immer häufiger Konflikte mit ihrem leiblichen Vater. Der Mann akzeptierte das Erscheinungsbild seiner ältesten Tochter nicht. Er bat sie, sanfter zu sein und feminine Kleidung zu tragen, doch das Mädchen wehrte sich dagegen. Auch ihre Mutter stand auf der Seite ihres Vaters. Die einzige Person, die Eugenia immer unterstützte und akzeptierte, war ihre Großmutter. Nur ihre Großmutter verzichtete darauf, das Aussehen ihrer Enkelin verändern zu wollen. Und diese emotionale Unterstützung blieb Eugenia für immer wichtig. Im September 1894, als sie 19 Jahre alt war, zwang ihr Vater sie in der Hoffnung, sie werde sich ändern und normal werden, einen ihr zuvor unbekannten Mann namens Russell Innocent zu heiraten. Eugenia war entsetzt, konnte sich jedoch nicht gegen ihren Vater auflehnen. Am 14. September fand die Hochzeit statt. Nach der Hochzeit zogen die Frischvermählten nach Auckland und bereits nach nur 2 Wochen stellte sich heraus, dass ihr Ehemann bereits eine Frau und 2 Kinder hatte. Als Eugenia davon erfuhr, floh sie vor ihm und kehrte nach Wellington zurück. Sie hatte jedoch kein Verlangen, im Haus ihrer Eltern zu leben und begann den Kontakt zu ihrer Familie zu meiden. Ein Jahr später, 1895, fand die 20-jährige Eugenia, die sich nun Eugene Faleni nannte, eine Anstellung als Schiffsjunge auf einem Transportschiff, das zwischen Neuseeland und Australien verkehrte. Sie band sich die Brust mit einem festen Tuch ab und verbarg vor den Seeleuten, dass sie eine Frau war. Mehr als 2 Jahre lang gelang es ihr, dieses Geheimnis zu bewahren, bis sie eines Tages einen folgenschweren Fehler beging. Während eines betrunkenen Gesprächs mit dem Kapitän des Schiffes verriet Eugene, dass seine Großmutter ihn als Kind Piccolino genannt hatte. Piccolino ist die weibliche Form des Wortes Piccolo und bedeutet klein. Der Kapitän begriff, dass Eugene etwas Entscheidendes über sich verbarg. Einige Tage später lud der ältere Mann den Schiffsjungen in seine Kabine ein, um seine Zweifel zu klären. Am Ende gestand Eugene, dass sie eine Frau war. Bald wusste die gesamte Besatzung davon. Die Seeleute akzeptierten Eugenia nicht. Sie ignorierten sie, verspotteten sie und der Kapitän nutzte sie mehrfach für seine sexuellen Zwecke aus. Schließlich wurde die 23-jährige Frau im Jahr 1898 im nächsten Hafen, dem australischen Newcastle in New South Wales, von Bord gebracht. Dort befand sich Eugenia in einer noch schwierigeren Lage. Sie hatte weder Geld noch eine Unterkunft und war zudem vom Kapitän schwanger. Eugenia gelangte nach Sydney. Sie kehrte vorübergehend zu ihrem früheren Leben als Frau zurück und brachte nach 9 Monaten eine Tochter zur Welt, die sie Josephine nannte. Unmittelbar nach der Geburt gab Eugenia das Baby an eine kinderlose italienische Familie gleichen Alters ab, die in einem Vorort von Sydney lebte. Mrs. De Angelis nahm Josephine wie ihr eigenes Kind auf. Eugenia selbst beschloss, erneut in die Rolle eines Mannes zu schlüpfen und nahm einen neuen Namen an: Harry Leo Crawford. Harry gab sich als gebürtiger Schotte aus. 2- bis 3-mal im Jahr besuchte er seine Tochter in männlicher Gestalt. Die erwachsene Josephine erinnerte sich später: Ich nannte Mrs. De Angelis Großmutter. Und wenn ich sie fragte, was mit meinen Eltern passiert sei, sagte sie, dass meine Mutter Harry Crawford sei und mein Vater ein Hochseeschiffskapitän. Harry Crawford lebte in Sydney. Er verrichtete schwere Männerarbeit, in einer Gummifabrik, in einem Schlachthaus und in einer Fleischerei. Er blieb nie lange an einem Ort und versuchte sich nicht mit Frauen anzufreunden, aus Angst, sie könnten sein Geheimnis entdecken. Wenn man diesen kräftigen Mann sah, hätte niemand vermutet, dass er in Wirklichkeit eine Frau war. Seine Brutalität wurde noch dadurch verstärkt, dass Harry enorme Mengen Alkohol vertrug. Wenn in der örtlichen Bar fast niemand mehr auf den Beinen war, galt das für Crawford lediglich als Aufwärmen. Im Jahr 1912 wurde der 37-jährige Harry als Kutscher bei Dr. Clark Wentz angestellt. Bei dieser Arbeit lernte er eine attraktive Haushälterin namens Annie Burkett kennen. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau 28 Jahre alt. 2 Jahre zuvor war ihr Mann gestorben und sie war mit ihrem 10-jährigen Sohn allein zurückgeblieben. Harry Leo Crawford beschloss, sich an die Witwe heranzumachen, obwohl sie ein paar Zentimeter größer war als er. Der Mann war sehr hartnäckig.
und bald erwiderte Annie seine Zuneigung. Einige Monate später zogen Harry Leo Crawford, Annie und ihr Sohn in den Vorort Balmain von Sydney. Dort eröffnete Annie mit dem Geld, das sie von ihrem verstorbenen Ehemann geerbt hatte, eine eigene Konditorei. Ein Jahr später, am 19. Februar 1913, heirateten Harry Leo Crawford und Annie im methodistischen Pfarrhaus im Zentrum von Balmain. Die Frau nahm den Nachnamen ihres Mannes an, Crawford. Kurz nach der Hochzeit zogen die frisch Vermählten erneut um. Diesmal ließen sie sich im Vorort Drummoyne nieder, wo Harry Leo Crawford eine Stelle in einem Hotel annahm und gelegentlich in einer Fabrik aushilfsweise arbeitete. Die Familie führte ein normales Leben. Wie Harry Leo Crawford später selbst behauptete, seien sie in den ersten Jahren wirklich glücklich gewesen. Annie ahnte nichts von dem Geheimnis ihres Mannes und sicherlich interessiert viele die Frage, wie Harry Leo Crawford seine Frau in Bezug auf die Intimität täuschte. Erstens fand ihre Nähe stets in völliger Dunkelheit statt. Annie sah ihren Mann nie nackt bei Licht. Zweitens benutzte er ein spezielles Hilfsmittel, um seine Frau zu befriedigen. Harry Leo Crawford fertigte selbst einen Gegenstand in Form eines Phallus aus Holz und Leder an. Es ist bekannt, dass Harry Leo Crawford seine Frau dabei mit beiden Händen berührte. Crawfords Leben wurde auf den Kopf gestellt, als im Jahr 1915 seine Tochter Josephine zu ihm zog. Die Italienerin, die das Mädchen großgezogen hatte, war gestorben und die 16-jährige Josephine war gezwungen, zu Harry Leo Crawford zurückzukehren. Das Mädchen wusste, dass Harry Leo Crawford ihre Mutter war, doch er bat sie eindringlich, darüber zu schweigen und niemandem die Wahrheit zu erzählen. Josephine erschreckte ihren Elternteil immer wieder und deutete Annie gegenüber an, dass sie ein Geheimnis kenne. Nachdem Josephine zu den Crawfords gezogen war, verschlechterte sich die Beziehung zwischen Harry Leo Crawford und Annie. Das Ehepaar stritt sich ständig. Der Mann verbrachte viel Zeit in Bars und kam betrunken nach Hause. Die Zeit verging und im Sommer 1917 erzählte Josephine schließlich ihrer Nachbarin, dass Harry Leo Crawford eine Frau sei. Das war ein großer Schock. Nach einiger Zeit erzählte die Nachbarin Annie alles. Annie konnte es zunächst nicht glauben. Sie beschloss, ernsthaft mit Harry Leo Crawford zu sprechen und bat ihn, sich vor ihr auszuziehen. Der Mann tat dies nicht, erklärte Annie jedoch, dass er als Frau geboren worden sei. Später gestand Harry Leo Crawford vor Gericht: Ich dachte, wenn ich ihr die Wahrheit sage, würde sie mich verstehen und alles würde wie zuvor weitergehen. Aber das war der größte Fehler. Annie war so schockiert, dass ich es nicht in Worte fassen kann. In den folgenden Tagen versuchte Annie, das Gehörte zu verarbeiten. Doch so sehr sie sich auch bemühte, sich damit abzufinden, kehrte die Wahrheit immer wieder schmerzhaft zurück. Die Frau beschloss, dass sie nicht länger mit ihm zusammenleben konnte. Nach vielen Streitereien und Wutausbrüchen sagte Annie ihrem Mann, dass sie sich von ihm trennen wolle. Harry Leo Crawford versuchte immer wieder, seine Frau umzustimmen. Einmal schrie Annie in ihrer Verzweiflung, dass sie die Wahrheit der Polizei erzählen würde und dass Harry Leo Crawford verhaftet werden würde. Einen Monat vor ihrem Verschwinden schrieb Annie einen seltsamen Brief an ihre Verwandten, in dem sie erklärte, dass sie schockierende Neuigkeiten über ihren Mann erfahren habe und ihnen bald die Wahrheit erzählen werde. Doch dazu kam es nicht mehr. Nach Ansicht der Polizei konnte Harry Leo Crawford dieses Risiko nicht eingehen und beschloss, seine Frau für immer zum Schweigen zu bringen. Am 1. Oktober 1917 lud er Annie zu einem Picknick im Park ein, suchte sich einen abgelegenen Ort aus und führte seinen schrecklichen Plan aus. So gelang es Harry Leo Crawford, das Geheimnis zu bewahren, das er mehr als 20 Jahre lang sorgfältig verborgen hatte. Er blieb nach außen hin weiterhin ein Mann, arbeitete weiter und zog seinen Stiefsohn Harry Burkett allein groß. Der Mann war überzeugt, dass er sich nie wieder verlieben würde, doch das Schicksal entschied anders. 2 Jahre später, im Jahr 1919, lernte der 44-jährige Harry Leo Crawford die 51-jährige Elizabeth Allison kennen und beschloss, einen Neuanfang zu wagen. Harry erzählte seiner neuen Gefährtin, dass er aus Schottland stamme und eine Ausbildung zum Maschinenbauingenieur absolviert habe. Bald darauf fand die Hochzeit mit Elizabeth statt und das Paar zog in das Haus der Frau. Ihre Ehe war, wie die Nachbarn sagten, sehr glücklich, aber sehr kurz.
9 Monate später wurde Harry Leo Crawford direkt an seinem Arbeitsplatz im Keller eines Hotels verhaftet, als er Flaschen mit Rum sortierte. Als die australische Öffentlichkeit von dieser unerwarteten Wendung in dem Fall erfuhr, griffen Journalisten die Geschichte von Eugenia Faleni begeistert auf. Die einen nannten sie ein Monster, andere verspotteten sie, wieder andere verteidigten sie und sagten, die Frau sei ein Opfer der Umstände geworden. Als Eugenia zum ersten Mal in den Gerichtssaal gebracht wurde, wurde sie von einer so großen Menschenmenge empfangen, dass es zu einem Gedränge kam. Alle wollten mit eigenen Augen die sogenannte Frau-Mann-Figur sehen, wie sie von den Journalisten bezeichnet wurde. Noch mehr beeindruckte die Anwesenden jedoch Eugenia in Frauenkleidung. Einem Reporter zufolge habe die Angeklagte so unbeholfen gewirkt, dass ihm sofort klar geworden sei, warum sie zuvor einen männlichen Lebensstil gewählt hatte. Insgesamt sah die 45-jährige Eugenia deutlich älter aus, als sie tatsächlich war. Der Grund dafür war höchstwahrscheinlich ihre Alkoholabhängigkeit sowie jahrelange schwere körperliche Arbeit. Eugenia verbrachte mehrere Monate im Gefängnis von Long Bay, bevor der Prozess begann. Während dieser Zeit saß sie in einer Zelle und ständig kamen Menschen, die sie sehen wollten, als wäre sie ein Ausstellungsstück. Viele Besucher lachten sie aus, nannten sie hässlich und zeigten keinerlei Mitgefühl. Auch Eugenias Verwandte unterstützten sie nicht und vermieden es, über die sogenannte Frau-Mann-Affäre zu sprechen. Der Prozess gegen Eugenia begann im Oktober 1920. Nach ihren eigenen Angaben unternahmen sie und Annie am 28. September 1917 einen Ausflug in den Park. Irgendwann sei es zwischen den Eheleuten zu einem Streit gekommen. Annie sei ausgerutscht, gestürzt, habe sich den Kopf an einem Stein angeschlagen und das Bewusstsein verloren. Eugenia sagte aus, sie habe versucht, Annie wieder zu sich zu bringen, doch ohne Erfolg. Sie habe geglaubt, ihre Frau sei tot. Aus Angst habe sie sich nicht an die Polizei gewandt, da sie befürchtete, man würde ihr nicht glauben. Am meisten fürchtete Eugenia jedoch, dass die Polizei ihr wahres Geschlecht entdecken würde. Deshalb habe sie beschlossen, Annie zu verbrennen, in der Hoffnung, dass niemand sie jemals finden würde. Laut Eugenia habe sie nicht gewusst, dass ihre Frau zu diesem Zeitpunkt noch lebte. Sie bestritt außerdem, versucht zu haben, Harry Jr. zu töten. Nachbarn der Familie Crawford sagten vor Gericht aus, dass Annie häufig mit ihrem Mann gestritten habe, unter anderem wegen seines regelmäßigen Alkoholkonsums. Vor Gericht sagte außerdem eine Frau aus, die Harry Leo Crawford nach Annies Tod ein Zimmer vermietet hatte. Er habe ihr erzählt, dass seine Frau ihn verlassen habe und hinzugefügt, wir hatten einen heftigen Streit. Ich habe ihr auf den Kopf geschlagen und sie ist gestorben. Auch die Tochter Josephine sagte gegen Eugenia aus. Sie berichtete, dass ihre Mutter sie verlassen habe und sie nur selten besucht habe und dass ihre Großmutter, Mrs. De Angelis, ihr erzählt habe, Eugenia habe versucht, Josephine zu würgen, als sie noch ein kleines Kind gewesen sei. Die zweite Ehefrau der Angeklagten, Elizabeth Allison, wusste nicht, dass ihr Mann Harry Leo Crawford in Wirklichkeit eine Frau war. Sie zeigte sich schockiert und wütend, lobte Eugenia jedoch vor Gericht und erklärte, er sei ein sehr erfahrener und ausdauernder Liebhaber gewesen. Elizabeth hatte ihren Mann niemals vollständig nackt gesehen. Es gab keine direkten Beweise für die Schuld von Eugenia Faleni. Annies Überreste wurden exhumiert und erneut untersucht. Doch wie bereits zuvor kamen die Sachverständigen zu dem Schluss, dass die Todesursache Verbrennungen gewesen seien, da die Haut zahlreiche Brandblasen aufgewiesen habe. Die Experten konnten nicht feststellen, ob Annie bei Bewusstsein gewesen war oder nicht. Außerdem fanden sie kleine Risse im Schädel, die höchstwahrscheinlich durch Hitze entstanden seien, jedoch auch auf Gewalteinwirkung hindeuten könnten. Nach der Exhumierung und den Untersuchungen wurden Annies sterbliche Überreste ihrer Familie übergeben. Die Frau wurde in Orna, einem südlichen Vorort von Sydney, beigesetzt. Die ganze Härte des Gesetzes traf Eugenia Faleni und auch die massive mediale Berichterstattung wirkte sich nachteilig auf die Geschworenen aus. Nach 3 Wochen Gerichtsverhandlung befanden die Geschworenen die Angeklagte für schuldig und der Richter verurteilte sie zur höchsten Strafe, zum Tode. Die Frau legte mehrere Berufungen ein, woraufhin das Gericht das Urteil schließlich in lebenslange Haft umwandelte. Und nach 11 Jahren, im Februar 1931, wurde Eugene schließlich für unschuldig erklärt.
mit der Begründung, dass es keine zuverlässigen Beweise gegen Faleni gab. Der Richter berücksichtigte auch die Tatsache, dass die Frau bereits alt war und gesundheitliche Probleme hatte. Eugenia Faleni wurde unter einer Bedingung freigelassen. Sie musste wie eine normale Frau leben und durfte sich niemals als Mann ausgeben. Ihr blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Zu ihrem großen Bedauern gelang es Eugenia nicht, sich mit ihrer Tochter Josephine wieder zu vereinen, da diese während ihrer Haftzeit an Tuberkulose gestorben war. Harry Burkett wurde Lehrer und begegnete seinem Stiefvater nie wieder. Nach ihrer Freilassung änderte Eugenia ihren Namen in Jean Faure und lebte weiterhin in Sydney. Im Alter von 56 Jahren kaufte sie eine Pension und wurde deren Verwalterin. Es ist nicht genau bekannt, woher sie das Geld für diesen teuren Kauf hatte. Einer Version zufolge handelte es sich um eine Entschädigung des Staates für die 11 Jahre, die die Frau im Gefängnis verbracht hatte. Offizielle Stellen haben diese Information jedoch nie bestätigt, weshalb unklar bleibt, inwieweit sie der Wahrheit entspricht. Eugenia lebte noch 7 Jahre in Freiheit, bis sie im Sommer 1938 bei einem Unfall ums Leben kam. Sie wurde von einem Auto angefahren. Die Frau wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, starb jedoch am nächsten Tag, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Übrigens konnte die 62-jährige Eugenia zunächst nicht identifiziert werden. Ihre Identität ließ sich erst anhand ihrer Fingerabdrücke feststellen. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte sie eine große Geldsumme bei sich, die sie offenbar aus dem Verkauf der Pension erhalten hatte. Das Interesse an Eugenias Fall ließ nie nach. Ärztinnen und Ärzte, Psychiater, Historiker, Journalisten und Feministinnen versuchten, ihre Persönlichkeit zu verstehen. Sie wurde als sexuell uneindeutig, homosexuell oder abweichend beschrieben. Am zutreffendsten erscheint jedoch die Annahme, dass Eugenia transgender war. Nach ihrem Tod stellten Pathologen fest, dass die Frau kein Hermaphrodit war und über vollständig entwickelte weibliche Geschlechtsorgane verfügte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.